ja schon eine scheiß Währung. Das ist wie damals in Italien, die Lire. It's the coldest hand that run down this land where the ocean ends. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Wurden schon zweimal in Guinea jetzt angehalten von der Polizei. Ja, wollten halt alle Unterlagen mal sehen. Waren jetzt nicht wirklich hoch engagiert bei der Sache. Recht entspannt. Und jetzt sind wir irgendwo. Es ist wahrscheinlich nicht so mega weit von der Grenze entfernt, wie es sich anfühlt, weil wir sind jetzt auch schon mehrere Stunden wieder gefahren. Und wir haben jetzt kurz nach Koundara einen Platz gefunden, auch wieder über die iOverlander-App. Haben wir so einen kleinen Feldweg gefunden, der auch viel besser befahrbar ist als jede Straße kurz nach der Grenze. Und haben hier eigentlich recht unsere Ruhe. Zum Glück, wir hatten noch eine Pause gemacht zwischendrin und wurden dann recht belagert von den ganzen Kindern. Und nicht nur 20 Kinder, es waren sicher 30 oder 40 Kinder und die stehen dann einfach rund ums Auto. Und nur durch die Hunde halten sie noch Abstand. Ich glaube, sonst würden sie uns selbst auf den Schoß springen. Die Erwachsenen, die sind da viel smarter unterwegs. Zum Glück haben wir uns hier auch wieder unterhalten, auf Französisch. Nicht wie in Guinea-Bissau mit Portugiesisch. Das war ja leider, dass beide nicht sprechen. Ja, und jetzt sind wir froh. Haben wir so ein Feld. Wurden auch schon von dem Nachbarn, der irgendwo hier in der Umgebung wohnt, angesprochen. Ist alles gut. Ja. Die Hunde sind auch froh, sind sie endlich mal angekommen. Aber die haben die Pause zwischendrin auch gebraucht, genau wie wir. Ja, und ja, durchaus, die Straßen konnten noch beschissener werden. Und ja, Jan muss an seiner Geduld arbeiten. Er stresst damit uns alle. Und auch kurz nach der Grenze konnten wir unsere senegalesischen Fonds in guineische Fonds umwechseln. Und zwar zu einem recht guten Preis. Wir haben vorher extra noch mal geschaut und er hat uns fast 1:1 das gegeben, was auch online vom Umrechnungskurs her gab. Ja, also nicht schlecht. Haben wir gut gewechselt. Mal nicht verarscht worden. Ja, aber es war noch ein geiles Gefühl mitten auf der Straße im laufenden Auto. Er hat so einen dicken Bündel von Geld in Noten in der Hand. Und so schnell wird man Multimillionär. Also ich habe jetzt mehr als fast 2,5 Millionen in Bar in der Hand. Das ist schon cool. Ja, also waren anscheinend auch die echten Scheine. Wir sind auch schon einkaufen gewesen und die haben sie auch ohne zu reklamieren angenommen. Also hat er uns auch wirklich die richtige Währung gegeben. Wir fahren jetzt so circa 80 bis 90 Kilometer, ist zumindest unser Ziel. Unsere Hunde sind natürlich auch wieder mit dabei. Wir haben jetzt eine Trennwand mit unserem Tisch
sodass sie nicht mehr nach vorne kommen, weil das ist momentan unser Problem, aber so sollte es eigentlich klappen. Aber es scheint ihnen schon nicht zu gefallen. Eine ziemlich schmale Straße haben wir erwischt. Wir sind abseits des Hauptweges. Und ja, es passt ein Auto durch. Eine sehr coole Kamera hier, damit man dann auch gewisse Pisten ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zeigen kann. Überrascht sind, wie gut dass die Straße hier ist. Das sieht so aus, als hätten die hier alles abgebrannt. Und ich frage mich, warum die das machen. Ist das als Vorbeugung oder ja? Was ist der Grund? Weiß das jemand von euch? Falls ja, schreibt es in die Kommentare, weil ich, ja. Ist ja schon eine scheiß Währung. Das ist wie damals in Italien, die Lira. Ja. Die müssen das dringend noch lernen, sonst kommen sie irgendwann runter, weil die Leute hier, die halten eigentlich überhaupt nicht für Tiere an. Das ist einfach Waldbrand.
oder? Ich sehe gar nicht mehr. Ja. Einfach so da durchgefahren. Ja, es gibt scheinbar ein paar Posten, Polizeiposten. Kannst du mal schnell zuwinken? Ja, ja, ich winke einfach mal. Okay. Es gibt scheinbar ein paar Polizeiposten hier. Den haben wir auch auf Flyoverländer gesehen, aber nicht hier an dieser Stelle. Wo sie dich zwar durchlassen, aber weiter vorne nehmen sie dich raus, weil du nicht angehalten hast. Aber da sind wir jetzt schon längst dran vorbei. Keinen Plan, weiß nicht. Was war das da jetzt ab? Aber grundsätzlich, ja, wenn du im Schritttempo vorbeifährst und winkst und die winken zurück, dann ja, kannst du fahren. Ich meine, in Marokko hat das easy funktioniert, aber da ist die Korruption auch wirklich, also wir haben die nicht gespürt. Also vor allem in Senegal hat es gut funktioniert. Senegal? Marokko musstest du immer schön anhalten. Ja, ja, Senegal. Also es gibt ein paar Leute, die haben in Senegal schlechte Erfahrungen gemacht, wir wiederum nicht, dafür in Guinea-Bissau. Aber wir kommen jetzt schon in Ländern, wo es, ja, wo die Korruption ein bisschen höher ist oder sehr hoch. Zum einen kann man sie nicht verübeln, zum anderen, ja, nervt's. Langsam. Was ist da? Trinken? Trinken, ja. So, holen uns schnell was. Bonjour. Bonjour. Hier. Also für ihn zum Übersetzen, er war so freundlich, hat aufs Französisch übersetzt. Wären jetzt 51.900 für alles super gewesen. Für uns, jetzt zahlen wir halt 20.000, nein, wie viel? 19.000 haben wir jetzt mehr drauf. 2 Stutz. Ja, das ist völlig gut. Wir nähern uns jetzt dem Schlafplatz. Mal schauen, ob der wirklich was ist. Der befindet sich wohl direkt an der Straße. Ein bisschen rein. Ja, hoffen wir, es klappt, weil sonst müssen wir noch weiterfahren. Ah, das sind unsere Freunde. Oh mein Gott. Ja, nehmen wir den. Folgen. Also, nächster Spot. Hey! How are you? Hey, how are you? So? Were you making a video or do you have trouble with the car? We were saying like We make a video. Yes, no problem. why are they driving so slowly? Yes. We find a spot here. Yes, Overlander. Oh, but it's not good by car. oh okay. So we take the next next. spot in 30 kilometers. Yeah, because of the dogs. Oh, they need to go for Yeah, a yeah, walk. It's warm. Yeah. yeah. More breaks. We keep going to. Dana, einsteigen. Hä? Ab rein. Ja, wir gehen weiter. Hey, we see you guys maybe in Connector. somewhere. Yeah. I think so. Hey, In the region. bye bye. Bye. Ja, die Welt ist klein, hä? Die Welt ist winzig. Jetzt haben wir sie schon zum 3. Mal jetzt wieder getroffen. Ja. Ja, das waren die Kollegen vom Strand in Guinea-Bissau. Scheiße. Oh shit. Ja, sie haben also richtig am Arsch. Hast du das gesehen? Sah nach Motorenschaden aus. Ja. Mitten in der Kurve. Und da es hier weder ADAC noch TCS gibt,
haben sowas mal. Haben die da einen Sarg oben drauf? Ja. Wir haben einen Sarg da oben drauf. Da ist jemand drin. Also ich hoffe, dass niemand im Sarg drin ist. Wie willst du es sonst transportieren? Unser Ziel, unser Schlafplatz. Ich glaube, du kannst jetzt dort nach hinten fahren. Die Hunde freuen sich jetzt auch, dass wir Zeit haben, sie raus können und wir mal Zeit zum Arbeiten haben. Arbeit? Was ist das? Ja, also ich muss sagen, es ist ein schöner Ort hier. Wir haben hier Schatten und wir können unser Solar, also unsere Batterie laden. Und Susan hat gekocht. So, heute wird mit dem Feuer gekocht. Gemüse mit Käse gibt's. Susan hat ja auch schon bereits alles vorbereitet. Und wie ihr seht, unseren Abfall, der wird dann nach dem Essen ebenfalls mit verbrannt. Ja, aber die finden es nicht so geil, dass wir hier auf ihrer Wiese stehen. Naja. Sie sind ja noch friedlich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen von unserem Stream. Wir werden dieses Format mal ausprobieren, ob das vielleicht sogar besser ankommt oder ob wir beide Formate laufen lassen. Aber hey, vielen lieben Dank. Lasst ein Abo da, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Und wir sehen uns auf unserer nächsten Route.